Still. Spannung. Ein Blick, der sich verhärtet. Eine Stimme wird lauter. Die Luft im Raum wird schwerer, dichter, fast greifbar. Und dann passiert es. Kein Knall, kein großes Drama. Einfach Rückzug. Ein Schritt nach hinten, ein Abbruch mitten im Satz. Eine Tür, die sich schließt. Oder manchmal nur ein Blick, der plötzlich leer wird. Und genau hier beginnt das größte Missverständnis überhaupt. Von außen sieht es aus wie Desinteresse, wie Respektlosigkeit, wie Schwäche. Aber in Wahrheit passiert gerade etwas völlig anderes. Innen entsteht Druck, Chaos, Überforderung, ein innerer Alarm, der so laut wird, dass alles andere ausgeblendet wird. Und jetzt kommt der Teil, den fast niemand versteht. Dieser Rückzug ist kein Zufall. Er ist gelernt, trainiert, verstärkt. Jedes einzelne Mal, wenn diese Person aus der Situation rausgeht, passiert etwas Gefährliches. Erleichterung, sofort, spürbar, wie ein Klick. Und genau das programmiert das Gehirn. Das hier ist zu viel, rausgehen rettet mich. Und plötzlich wird aus einem Moment ein Muster. Unbewusst, automatisch, mächtig. Aber stopp, wenn das wirklich hilft, warum fühlt sich das Leben dann mit der Zeit immer schwerer an? Genau hier beginnt die Spirale. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Vermeidungsverhalten ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein Zeichen von fehlender Strategie. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Jugendliche sind keine kleinen Erwachsenen. Ihr Gehirn ist im Umbau. Emotionen sind intensiver, schneller, unberechenbarer. Stell dir vor, du sitzt in einem Auto ohne Bremsen, während der Motor auf Vollgas läuft. Genau so fühlt sich ein Konflikt für viele Jugendliche an. Zu viel, zu schnell, zu laut. Und jetzt kommt jemand von außen und sagt, reiß dich zusammen. Ernsthaft? Das ist, als würdest du jemandem im Sturm sagen, er soll einfach nicht nass werden. Funktioniert nicht. Und genau hier passiert der erste große Fehler. Erwachsene interpretieren Verhalten, statt es zu verstehen. Sie sehen das Weggehen, aber nicht den inneren Kollaps. Sie hören das Schweigen, aber nicht den inneren Lärm. Und jetzt halte kurz inne. Was glaubst du, passiert in einem Jugendlichen, der immer wieder das Gefühl hat, nicht verstanden zu werden? Genau. Er zieht sich noch mehr zurück. Aber das ist erst die Oberfläche. Die eigentliche Dynamik darunter ist viel gefährlicher. Und jetzt werde ich dir zeigen, warum genau dieses Verhalten sich wie ein unsichtbares Gefängnis aufbaut. Schritt für Schritt. Denn jedes Mal, wenn jemand einer unangenehmen Situation ausweicht, passiert etwas Paradoxes. Kurzfristig wird alles leichter. Langfristig wird alles schwerer. Das ist kein Gefühl, das ist ein Gesetz. Stell dir vor, du hast Angst vor einem Gespräch. Du gehst raus. Sofortige Entlastung. Herz schlägt ruhiger. Gedanken werden leiser. Du fühlst dich sicher. Dein Gehirn speichert das ab wie einen Sieg. Aber beim nächsten Mal wird die Angst größer. Warum? Weil du nie gelernt hast, dass du es aushalten kannst. Und genau hier entsteht die Falle. Vermeidung nimmt dir nicht nur den Schmerz. Sie nimmt dir auch die Chance zu wachsen. Hart, oder? Aber es geht noch tiefer. Denn dieses Muster bleibt nicht nur bei Konflikten. Es breitet sich aus. Schule, Beziehungen, Entscheidungen, Verantwortung. Plötzlich wird das Leben selbst zur Bedrohung. Und jetzt stell dir eine einzige Frage. Wenn jemand immer aus schwierigen Situationen rausgeht, wann lernt er dann, in ihnen stehen zu bleiben? Genau, gar nicht. Und genau deshalb schauen wir jetzt auf das, was wirklich dahinter steckt. Nicht das Verhalten, sondern der Auslöser. Die meisten denken, Jugendliche vermeiden Situationen, weil sie keine Lust haben. Falsch. Sie vermeiden, weil sie sich nicht sicher fühlen. Sicherheit ist der Schlüssel, nicht Kontrolle, nicht Strenge. Sicherheit. Ein Jugendlicher bleibt nur dann in einer schwierigen Situation, wenn sein Nervensystem nicht komplett überlastet ist. Und jetzt wird es unbequem. Viele Erwachsene sind selbst Teil des Problems. Tonfall zu hart. Erwartungen zu hoch, Verständnis zu gering. Ergebnis? Druck. Und Druck erzeugt Flucht. Immer. Aber bevor du jetzt denkst, okay, dann muss man halt einfach netter sein. Stopp. So einfach ist es nicht. Denn selbst in einem sicheren Umfeld kann Vermeidungsverhalten bestehen bleiben.
Warum? Weil es zur Gewohnheit geworden ist. Und Gewohnheiten sind stärker als gute Vorsätze. Also was tun? Genau hier trennt sich oberflächliche Hilfe von echter Veränderung. Und nun zeige ich dir den ersten Schritt, der alles verändert. Nicht für einen Moment, sondern dauerhaft. Der erste Schritt ist nicht Kontrolle, nicht Konsequenz, nicht Strafe. Es ist Verständnis, aber nicht dieses oberflächliche „Ich verstehe dich schon“. Echtes Verständnis. Du musst erkennen, wann der Punkt kommt, an dem ein Jugendlicher innerlich kippt. Dieser Moment ist entscheidend. Nicht danach, nicht davor. Genau dort. Vielleicht wird die Stimme lauter. Vielleicht wird der Blick leer. Vielleicht kommt dieses typische „mir egal“. Das ist kein Trotz. Das ist ein Schutzschild. Und jetzt pass auf. Wenn du genau in diesem Moment Druck machst, verstärkst du das Muster. Wenn du aber erkennst, was passiert, kannst du eingreifen, bevor die Flucht startet. Und hier kommt der entscheidende Move. Du erlaubst die Pause, aber nicht die Vermeidung. Großer Unterschied. Geh kurz raus, atme, aber wir kommen zurück. Das ist Führung. Klar, ruhig, stabil. Und jetzt stell dir vor, was passiert, wenn ein Jugendlicher plötzlich merkt, ich darf überfordert sein. Aber ich muss nicht weglaufen. Genau hier beginnt Veränderung. Aber das allein reicht noch nicht. Denn jetzt kommt der zweite Hebel. Und der ist noch mächtiger. Sprache. Worte. Die meisten Gespräche scheitern nicht am Inhalt, sondern an der Art, wie sie geführt werden. Ein Satz kann eskalieren oder beruhigen. Warum gehst du immer weg? Erzeugt Druck. Was wurde dir gerade zu viel? Öffnet Raum. Spürst du den Unterschied? Der erste Satz greift an, der zweite versteht. Und jetzt kommt etwas, das viele unterschätzen. Jugendliche haben oft keine Worte für das, was sie fühlen. Sie spüren nur Chaos, Intensität, Druck. Und wenn sie das nicht ausdrücken können, bleibt ihnen nur eine Option: rausgehen. Also gib ihnen Worte. Hilf ihnen, ihr Innenleben zu verstehen. War das eher Wut oder eher Überforderung? Das klingt simpel, ist aber mächtig, weil es Bewusstsein schafft. Und Bewusstsein ist der erste Schritt zur Kontrolle. Aber warte, was passiert, wenn jemand gar nicht reden will, wenn er komplett dicht macht? Genau das klären wir jetzt. Wenn ein Jugendlicher nicht reden will, dann zwing ihn nicht. Druck zerstört Vertrauen. Stattdessen Präsenz. Ruhig bleiben, da sein. Keine Vorwürfe, kein Drama, einfach Stabilität. Das ist schwerer, als es klingt, weil du deine eigenen Emotionen kontrollieren musst. Aber genau das ist der Schlüssel. Jugendliche spiegeln Erwachsene. Wenn du laut wirst, wird es schlimmer. Wenn du ruhig bleibst, entsteht Sicherheit. Und Sicherheit ist die Grundlage für jede Veränderung. Aber jetzt kommt die nächste Ebene. Und die ist unbequem, denn manchmal liegt das Problem nicht nur beim Jugendlichen, sondern auch im System, in dem er lebt. Familie, Schule, Umfeld, Erwartungen, Druck von allen Seiten. Und jetzt stell dir diese Frage: Wie soll jemand ruhig bleiben, wenn sein ganzes Leben laut ist? Genau hier musst du tiefer schauen, nicht nur Verhalten ändern, sondern Umfeld verstehen. Und jetzt zeige ich dir, wie man genau dort ansetzt. Vermeidungsverhalten verschwindet nicht durch Worte. Es verändert sich durch Erfahrungen. Kleine Siege, Schritt für Schritt. Ein Gespräch länger bleiben, eine Diskussion nicht verlassen. Ein Gefühl aushalten, ohne zu fliehen. Das sind keine großen Momente, aber sie verändern alles. Weil das Gehirn neu lernt. Ich kann das aushalten. Und plötzlich kippt das System. Aus Flucht wird Stärke, aus Überforderung wird Kontrolle. Aber, und das ist entscheidend, das passiert nicht über Nacht. Es braucht Wiederholung, Geduld, Konsequenz. Und genau hier scheitern die meisten. Sie erwarten sofortige Veränderung. Gibt es nicht. Veränderung ist langsam, aber sie ist möglich. Immer. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt von allen. Vermeidungsverhalten ist kein Feind. Es ist ein Signal, ein Hinweis, ein innerer Alarm. Wenn du ihn ignorierst, wird er lauter. Wenn du ihn verstehst, wird er leiser. Das Ziel ist nicht, das Verhalten zu stoppen. Das Ziel ist, die Ursache zu lösen. Und die liegt fast immer tiefer. Angst, Unsicherheit, Überforderung,
fehlende Strategien. Wenn du dort ansetzt, verändert sich alles. Und plötzlich passiert etwas Unglaubliches. Der Jugendliche bleibt. Nicht, weil er muss, sondern weil er kann. Und genau das ist der Unterschied zwischen Druck und echter Stärke. Aber bevor du jetzt denkst, du hast alles verstanden, stopp. Da gibt es noch eine Ebene, die fast niemand sieht. Und die entscheidet oft über alles. Der Körper, nicht der Kopf. Der Körper entscheidet oft zuerst. Herzrasen, Enge in der Brust, Druck im Bauch, das sind keine Zufälle. Das ist Kommunikation. Der Körper sagt, zu viel. Und wenn du diese Signale ignorierst, reagiert das System. Mit Rückzug, mit Flucht, mit Vermeidung. Also lerne, diese Sprache zu lesen. Nicht nur bei Jugendlichen, auch bei dir selbst. Denn genau hier liegt der Schlüssel für echte Veränderung. Und jetzt stell dir die letzte Frage. Was passiert, wenn du diese Signale nicht mehr ignorierst, sondern verstehst und nutzt? Genau. Kontrolle, Klarheit, Stärke. Und damit sind wir bei etwas, das noch tiefer geht als alles, worüber wir bisher gesprochen haben. Denn das, was du gerade verstanden hast, endet nicht bei Verhalten. Es geht um Energie, um Grenzen, um das, was dein Körper dir jeden Tag zeigt, aber du oft übergehst. Jugendliche sind nur ehrlicher darin. Sie gehen. Du bleibst, obwohl du längst innerlich weg bist. Und genau hier wird es spannend. Wenn du verstehen willst, was wirklich hinter Erschöpfung, Rückzug und innerem Druck steckt, dann solltest du dir unbedingt das nächste Video anschauen. Dort geht es genau darum, wie dein Körper mit dir spricht, wenn dein Kopf längst nicht mehr zuhört. Und warum genau darin deine größte Chance liegt.